Für den Filettopf benötigt ihr 800 Gramm Schweinefilet, 400 Gramm Möhren, 2 Zwiebeln, Rosmarin, Thymian, 500 Gramm Kartoffeln, 200 Milliliter Brühe, 300 Milliliter passierte Tomaten, 100 Gramm Frischkäse Natur und zum Würzen Salz, Pfeffer und Paprika in edelsüß und außerdem noch Öl zum Anbraten. Herzlich willkommen und hallo zu 4 Reifen, ein Klo. Heute gibt es mal wieder was aus der Pfanne oder besser gesagt bei mir aus dem Schmortopf, weil ich damit ja sehr, sehr gerne arbeite. Wir machen heute einen Filettopf. Den könnt ihr auch unterwegs super einfach machen oder auch einfach mal zu Hause. Deswegen stellen wir auch immer mehr Pfannengerichte vor, beziehungsweise ich so Topfgerichte, weil ich mag den als Alternative sehr, sehr gerne. Ist natürlich auch bestimmt wieder mit Sicherheit sehr einfach und auch nicht umständlich zuzubereiten. Ja, wir braten dafür jetzt gleich erstmal das Filet an und in der Zwischenzeit schneiden wir dann die Möhren und die Kartoffeln ein bisschen klein, ein bisschen schälen und dann ist es auch schon eigentlich fast fertig. Ja, aber wir fangen erstmal an, um das Filet anzubraten. Dafür erhitzen wir einfach in der Pfanne oder bei mir im Topf ein bisschen Öl. So, ich würde schon mal das Fleisch von der einen Seite, damit wir es dann gleich auch von der gewürzten Seite bereits anbraten können. So, und in der Zwischenzeit können wir auch schon mal die Zwiebeln schälen und dann die Möhren und die Kartoffeln auch noch schälen. Ja, das Fett ist heiß. Dann packen wir mal die Filets da rein und lassen die mal ganz kurz anbraten von beiden Seiten. So, Gemüse ist alles geschält und jetzt muss ich ein bisschen aufräumen und dann wird das Gemüse noch ein bisschen geschnibbelt. Die Kartoffeln schneidet ihr einfach in so Art Wedges, ja, in solche Streifen halt. Und die Möhren, die schneidet ihr einfach in Streifen. So, das angebratene Filet, das könnt ihr jetzt auch schon wieder rausnehmen. Das sollte ihr erstmal nur anbraten und in dem gleichen Sud die Zwiebeln anbraten. Wenn die Zwiebeln etwas Farbe angenommen habt, dann packt ihr das Gemüse dabei. So, das Ganze schmort ihr jetzt einfach mal ein bisschen an und in der Zwischenzeit können wir uns auch schon um die Kräuter kümmern und die halt vom Halm zupfen bzw. den Rosmarin auch ein bisschen klein hacken.
So, den Rosmarin hacke ich ein bisschen. Frischer Rosmarin, finde ich, der ist nicht so hart, als wenn ihr halt getrockneten verwendet. Wenn ihr getrockneten verwendet und der ist euch zu hart, es gibt ihn auch gemahlen. Aber den habe ich letztes Mal auch schon gefunden. Gemahlener Rosmarin ist natürlich auch eine gute Alternative zu getrockneten Rosmarin, wer halt diese harten Nadeln nicht mag. Aber ich finde, frischer Rosmarin, der wirkt gar nicht so hart, wenn man den dann jetzt schön hackt und gleich mitgart. Das Gemüse löscht ihr jetzt mit den passierten Tomaten und mit der Brühe einfach ab. Und noch mit Pfeffer und Salz gut würzen. So, das Ganze lasst ihr jetzt ein paar Minuten köcheln, bis die Kartoffeln weich sind. Ich habe mich im Übrigen gerade verletzt. Jetzt könnt ihr ruhig mal eine Runde Ohr machen. Arbeitsunfall nennt man das. Jetzt üben wir uns in Geduld und warten, bis alles ein bisschen weicher gekocht ist. So, das Fleisch legt ihr einfach nochmal oben drauf, damit das zu Ende durchgaren kann. Jetzt gucken wir uns mal die Kartoffeln an. Wenn die Kartoffeln, das Ding ist heiß. Ich brauche einen. Ja, ich brauche einen Topflappen. Noch einen Arbeitsunfall kann ich heute nicht. So. Oh ja, fertig. Fast fertig. Jetzt kommt nämlich noch der Frischkäse rein. Und ich schmecke das Ganze noch mit ein bisschen Paprika, Salz und Pfeffer ab. Und dann können wir hoffentlich essen. Im Übrigen, wenn ihr statt der Kartoffeln Kohlrabi nehmt, dann habt ihr da sogar ein Lokep-Rezept draus gemacht. Clever, ne? Mhm. So, mal gucken. Oh ja. Oh ja. So. Ah, vorzüglich. Das ist im Übrigen auch ein One-Pot. Und ihr macht ja alles in einem Topf. Ihr bratet an, ihr macht die Kartoffeln dazu, die Möhrchen dazu und die Soße und habt alles in einem Topf und total lecker. Ja, ich denke mal, wir können jetzt essen. So ein Hunger, Schatz. Oh nein, hast du nicht. Willst du mal probieren? Bis im Büro hat das geduftet. Ja. Willst du mal probieren? Ja. Ich habe schon probiert. Ich besorge Teller. Ihr sollt erst probieren, ob es überhaupt schmeckt. Komm mal her. Du musst pusten. Du musst pusten. Auch wenn ich besorgte Ehefrau bin. Ui. Lecker, ne? Ich habe mich auch verletzt. Ist übrigens ein Arbeitsunfall, ist dir klar, ne? Ich habe mich verletzt. Ja, wir machen fröhliches Tellerschieben. Ich brauche auch erstmal einen Teller. Ich muss das Fleisch nämlich aufschneiden. Das heißt, du müsstest noch einen Teller mehr holen. Das ist meiner hier. Willst du das ganze Stück gleich haben? Nein. Sicher? Besorgst du mal Messer und Gabel für mich? Das für mich? Das war dein Teller. Ja, noch ein bisschen Gesundes. Sicher? Sicher? Das duftet schon so lecker. Das reicht dir. Ach, du kannst ja nachnehmen, ne? Ja, ja. So, ich sag jetzt mal
Ich denke, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch Appetit gemacht auf so ein Pfannengericht. Er hat Appetit? Ja? Du bist noch gar nicht am Kauen. Doch, habe ich schon. Hast du schon? Ihr müsst mich darauf achten, der kaut nämlich immer, obwohl wir noch im Video sind. Dann fängt der erstmal an. Nein. Aber lasst dir schmecken. Super, Wir haben ja hier eine Essensflatrate. Von daher, hau rein. Ja, ich sag dann jetzt mal, wir sagen dann jetzt mal, ne? Wir sagen. Sagen Tschüss. Ja, wir sagen dann jetzt mal Tschüss. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. Tschüsschen.